und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Italien-Videoblogs. Das ist Jens, unser Modellbauer, und wir müssen erstmal ankommen. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, denn es geht um italienische Autos. Wir haben ja sehr viele besondere Fahrzeuge auf der Anlage und jedes einzelne bringt seinen individuellen Flair zu dem jeweiligen Abschnitt. Und in dieser Folge wollen wir euch mal zeigen, wie viel Herzblut, wie viel Gedanken und wie viel handwerkliches Geschick wir tatsächlich in so ein kleines Fahrzeug stecken. Und Modellbauer oder Autospezialist Jens hat uns eingeladen, ein Projekt zu begleiten. Ja, das stimmt. Ich habe euch eingeladen. Ja. Dann guckt euch das doch mal an. Gerne, sehr gerne. Was sind denn deine ersten Schritte, die du jetzt machst? Ja, wir brauchen natürlich erstmal eine Modellauswahl. Wir wollen einen italienischen Rettungswagen bauen. Dazu habe ich hier ein Basismodell vom Fiat Ducato. Ja, das ist ja jetzt natürlich hier die absolute Rohform, oder? Genau, da werden wir noch einiges machen müssen. Also der muss versäubert werden, da müssen Aufkleber drauf, der wird mehrfach lackiert. Anbauteile sind hier auch noch keine bei, keine Räder, kein gar nichts. Gibt es denn noch weitere Fahrzeuge, außer diese hier? Ja, ein paar fertige Fahrzeuge haben wir schon. So besondere Sachen wie zum Beispiel italienische Polizeiautos oder ein paar Ducatos haben wir auch schon. Es gibt natürlich Großserien Autos haben wir auch. Die werde ich euch auch nachher zeigen. Ich zeige euch einfach alles. Kommt einfach mit. Alles klar, dann kommen wir einfach mal mit. Ah ja, alles das wären dann Großserienautos. Ja, denn? Aber da gibt es halt nur die gängigen deutschen Marken. Und in Italien, um da ein gutes italienisches Straßenbild hinzubekommen, brauchen wir natürlich einfach aktuelle italienische Autos. Klar, das macht Sinn. In Italien habe ich mich natürlich hauptsächlich um die Fahrzeugfotos gekümmert. Ich habe die schon mal in einen Ordner zusammengeschmissen, die schönsten. Da können wir ja schon mal gucken, was wir alles für Autos nachbauen. Zum Beispiel werden wir auf jeden Fall bauen den auch, den sowieso, den und ja, der ist cool, den machen wir, den und ja, okay, passt. sehr gut. Sehr geil. Bauen wir auch nach, Ja, Feuerwehr. Mein Ding, machen wir. Ne, der sieht scheiße aus. Aber den. Und den. Und die auch und den. Und da ist ja auch der Rettungswagen. Den bauen wir nach. Ja. Fiat Ducato, ne? Genau. Ja. Da kommt ja einiges noch auf uns zu. Wenn ich jetzt hier oben das ganze Blaulicht sehe und die ganze Aufschrift und... Genau, die Aufschriften und die Fenster müssen wir noch aussägen aus dem Auto. Also ein bisschen Arbeit wird das schon machen. Wird schon gehen, oder? Du kriegst das hin. Okay, ich krieg das hin. Ich drucke uns das mal aus. Alles klar. Ja, ich würde dann einfach mal anfangen, hier Fenster und Türen aufzusägen bei dem Modell. Wunderbar. Ja, So, guck mal, das Fenster das sieht fehlt. doch schon echt gut aus. Und ja, hinten die Türen dürften auch gleich so weit sein. Ja. Aha, die Klappe geht auf. Sehr gut. Ja, machen wir jetzt mal Pause? Ja, machen wir. Wollen wir was essen gehen? Ja. Wie wär's mit Pasta? Aber nicht schon wieder Italienisch. Oh, na gut, dann Pommes. Aha, da steht er ja schon. Was musst du jetzt noch an dem hier machen, damit er, sag ich mal, formschön wird? Wir haben jetzt die Öffnung reingeschnibbelt. Ja. Jetzt werden wir die noch ein bisschen gerader machen. Hier sind überall noch so kleine Luftbläschen, die werden wir noch verspachteln. Okay. Und dann ist er dann auch schon fit fürs Lackieren. Dann lass ich dich mal hier ein bisschen in Ruhe arbeiten und wir treffen uns morgen in der Lackierkammer wieder. Ja, cool. Dann machen wir es so. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt wird gelackt.
einzelnen Schritte, die du gemacht hast? Ja, eigentlich erstmal nur die ersten Fahrtaufgaben, die erste Schicht gemacht. Ja. Also auch von mehreren Augen, ne? Ja, da habe ich hier mal mehrere Schichten oben drauf und dann geht's noch weiter. Ja. Aber kannst du das zur Grundierung machen? Ja, so Grundierung, das war gemacht, das ist nicht so. Ja. Ja, das hört sich doch plausibel an. Und wir gehen jetzt wieder zurück zum Platz. Ja, das ist jetzt hier das Vorbild und jetzt geht es darum, diese vielen kleinen Farbelemente auf dieses Fahrzeug aufzubringen. Wir müssen erstmal die Maße vom Fahrzeug in den Rechner übertragen, damit Ja. wir dann später die Aufkleber überhaupt machen können. Ja. Und das mache ich jetzt einfach anhand so einem Lineal am Objekt abgemessen und das wird dann über ein CAD-Programm in den Rechner eingegeben. Okay, und was ist ein CAD-Programm? Computer-Aided Design nennt sich Ah, das. okay. Das heißt, also auch diese vielen kleinen Rundungen, die du hier hast und diese ganze Schrift, das ist alles kein Problem. Genau, kannst das du werden wir auch so dann einfach so einzeichnen. Okay. Ja, ich bin gespannt. Wir sind jetzt schon bei Tag 3 angelangt und wir gucken mal, wie weit er jetzt gekommen ist mit den ganzen Aufklebern. Die eine Seite vom Rettungswagen Aufkleber ich auch schon fertig. Ja. Die andere Seite wird dann nicht ganz so schwierig. Kann man einfach spiegeln. Ja. Dafür werde ich jetzt bestimmt noch mal ein Stündchen brauchen und dann können wir die fertigen Aufkleber ausdrucken. Alles klar. Dann komme ich in einer Stunde wieder. Ja, prima. Jo. Jo. Eine Stunde später. Fertig. Wollen wir ausdrucken? Ja, gerne. Gut. Dazu nehmen wir spezielles Nassschieberpapier. Okay. Das wird in Wasser geschmissen, dann löst sich der Aufkleber vom Trägerpapier und dann kann man den auch an Rundungen anpassen und noch verschieben, bis er genau passt. Eine Strafe drücken! Ich drücke eine Strafe. Ne, du. So. Da. So sieht das Ganze aus. Meinst du, das wird passen? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Sehr gut. Ja, dann probieren das mal aus. Super. Vorher muss es probieren aber wir noch das aus. imprägniert werden. Okay. Und das kannst du auch gerne machen, wenn du möchtest. Ah, Mensch. Aufgabenüberfluss heute. Nicht schlecht. Und dazu gehen wir einmal wieder in die Lackkammer. In die Lackkammer. Ja, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Ja, gar kein Lass Thema. uns doch jetzt die Aufkleber dann gleich aufkleben, Ja. wenn sie getrocknet sind. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt muss man das Ganze ausschneiden und dann Stück für Stück aufkleben. Ich würde schon sagen. Ah, okay, jetzt löst es sich. Genau, jetzt kommt das ins Wasser. Okay. Kannst du mir einmal die Pinzette da rechts rausgeben? So, sag ich mal ganz kurz. Hat hier sogar Türgriffe. Wenn man genauer hinschaut, Türgriffe draufgeklebt. Das heißt, jetzt kommen noch die ganzen anderen Seiten Ja, dran. das Und, wird jetzt noch ein ganzes Weilchen dauern. Ne? diese kleinen Dinger musst du noch ausschneiden. Ja, da können wir aber auch ein bisschen großzügig sein, weil wir hier ein bisschen Platz drumherum haben. Du willst das alles so locker, so entspannt. Jo, das ist mein Job. Ja. Ja, und jetzt musst du da die Fenster aus. Ja, ich habe die Fenster gezeichnet und Ja. die freundliche Fräsenabteilung hat meine Teile mit auf eine Platte geschmissen. 1 mm Plexiglas. Das ist ja doch recht dick für so ein kleines Fahrzeug, oder? Ja, aber das ist der Türendurchmesser. Das ist also beziehungsweise die Stärke, die Wandstärke der Türen. Die wird jetzt, ja genau, nochmal weiß in Wagenfarbe gespritzt. Ich schneide jetzt hier, beziehungsweise ich klebe die Fenster ab, damit sie durchsichtig bleiben. Passt der da jetzt ganz genau rein? Mhm. Boah.
So, dann können wir das jetzt lackieren. Was hast du denn da jetzt gemacht? Die Karosserie hat jetzt den Klarlack drüber gekriegt, das fixiert die Aufkleber und gleichzeitig ist es auch schon das Finish für den Lack. Ja, wir sind schon bei Tag 4 angelangt und immer noch bei demselben kleinen Auto. Und man muss natürlich jetzt sagen, die Aufkleber sind alle drauf und ich bin der Meinung, das sieht schon echt ziemlich gut aus. Jetzt werden wir, also man wird das Auto später nicht wirklich einsehen können, aber so ein klein bisschen Inneneinrichtung werden wir reinbauen, Das dass man machst du einfach erkennen gerade. kann, dass es ein Rettungswagen ist. Ah, genau, da bin okay. ich jetzt gerade bei. Das mache ich so ein bisschen aus Plastik Aber das geschnibbelt. gehört auch zur Innenausstattung dazu, Das sind oder? auch noch Teile der Innenausstattung, richtig. Die Trage kommt nachher noch rein. Den Tragentisch habe ich ja schon mal vorbereitet. Ja, aber dass du alleine eine Innenausstattung baust, ist ja eigentlich wirklich sensationell, weil das sieht doch... Wie viele Leute sehen das denn eigentlich, die über die Anlage laufen? Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es da ist. Und Okay. das ist wichtig. Na? Ja! Ach, habe ich dich ein bisschen erschreckt? Nein. Nein? Okay. Dann würde ich den Rettungswagen jetzt mit allem drum und dran zu Sascha bringen, Ja. zur Beleuchtung. So, dann machen wir das. Ah, Sascha, ich hab Hallo, was für dich. hallo. Sehr gut, schöne Sache. Wie schon besprochen, der italienische Rettungswagen. Sehr gut, sehr gut. Hier sind 6 Blaulicht, du brauchst aber nur 4, also 2 in Reserve. Innenteil leicht abnehmbar und dieses Aufsteckteil auch. Sehr gut. Ich werde eventuell noch was ausfräsen müssen, damit ich dann später hier... Ja, mach wie du magst. Ehrlich gesagt, du hast da die Ahnung von, du wirst es schon machen. Nee, machen wir das wunderbar. Moin Andi. Hi, na, geht's gut? Oh, wunderbar, kann mich nicht beklagen. Ja, sehr schön. Ich sehe schon, du hast das kleine Fahrzeug vor dir. Ja genau, heute werden wir mal einen italienischen Ambulanzwagen beleuchten. Ja, und was ist denn so deine Herangehensweise? Also Der als erste erstes Schritt? werde ich erstmal die ganzen außen anbauenden Teile, wie jetzt die Rundumlichter, erstmal vorbereiten. Dann werden Löcher gebohrt. Dann muss ich hinten in diesem Bereich noch mal ein bisschen Platz schaffen, um später hier die Verkabelung zu verkabeln. Dann werden die LEDs eingesetzt, verkabelt, Widerstände ran, Leitung dran. Ja, Fertig. das sind die LEDs, die du Exakt. verbaust. Genau. Die sind ja echt sehr klein. Das ist ja nicht dicker als ein Haar hier. Meine Güte. Oh, sehr klein. Wie kommst du damit klar? Also ich meine, Ist für mich kein Problem. Solange meine Augen noch einigermaßen gut sind und solange ich noch ruhige Hände habe, geht das wunderbar. ja dann, wie sagt man so schön, the stage is yours. Ja, danke. So, dann fangen wir mal an. Und zwar als allererstes mit den vorbereiteten Ich Maßnahmen. nehme mal hier den Cent wieder. Und zwar müssen wir jetzt hier in unseren Blaulichtern erst einmal ein Loch reinbohren, damit wir später diese LED einsetzen können. Das gibt's doch nichts zu erzählen. Den muss man bohren, bis er fertig ist und dann kann ich erst die LED einsetzen und dann sieht man weiter. Guck mal so. Ja, das reicht auch, das ist wunderbar. Gib mal gleich mal her. Da können wir nämlich gleich mal eine LED einkleben. So, der ist dann auch fertig. Und wir müssen nochmal 2 machen. Das ist das letzte, was ich nachher machen werde. Erstmal muss ich alle LEDs anbauen, anbringen. Und wenn das nachher alles geschehen ist, kann ich sie erst auch verdrahten. Und weißt du, was ich jetzt in der Zwischenzeit mache? Nein? Ich gehe jetzt mal auf die Anlage und zähle mal die ganzen Autos, wie viele denn eigentlich beleuchtet sind. Viel Spaß dabei. Danke. Wir sehen uns in 3 Tagen wieder. Moin, Sascha. Moin Andi. Na? Du bist ja auch schon ganz schön weit hier. Ja, man sieht schon, ich habe schon soweit sämtliche LEDs jetzt angebracht. Die Leitungen sind schon festgeklebt. Jetzt muss ich sie nur einmal noch mal weißen, Ja. damit sie halt später nicht so auffallen. Und dann kommt der Boden. Dann kommt der Boden dran. Ja, Genau. stark. Ich war ja auch ein bisschen fleißig, bin ja über die Anlage gestreift und mal die ganzen Fahrzeuge gezählt. Und zwar, wir haben ca. 8.500 Fahrzeuge auf der Anlage und davon sind
4000 circa beleuchtet. Davon werde ich vielleicht ein Sechstel gemacht haben. Ja? Ungefähr, ja. Boah. Das ist aber auch schon ziemlich viel. Das ist nicht gerade wenig, das stimmt. Jetzt kommt meine Leitung ran. Da muss ich noch ein bisschen die Leitung einkürzen. Tada, bitte sehr. So, wir haben es geschafft. Der erste Ambulanzwagen für Italien ist fertig. Ja, wir sind am letzten Tag angekommen. Wir liegen jetzt gerade noch in den letzten Zügen hier. Und persönlich finde ich, dass es ein absolutes Meisterwerk geworden ist. Was sagst du denn dazu, Jens? Ja, ich bin recht zufrieden. Also es geht immer mehr. Nicht so bescheiden. Man kann den immer noch schöner und noch feiner und noch besser machen. Ich werde jetzt hier noch die letzten Aufkleber draufkleben. Wie ihr seht, sind hier noch Scheinwerfer dazugekommen, der Kühlergrill, die Seitenschweller. Dann werde ich gleich noch die Türen rankleben und dann gebe ich euch den mit und dann könnt ihr den mit Sascha zum Leuchten bringen nochmal. Ja, wunderbar. Ja. Damit sage ich dir auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für die Zeit und natürlich auch euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und macht's gut. Tschö.